Hello and welcome to my learning video about the simple past. This is a video for Grammar 1 in your Green Line 2 books. It's for grade 6 at the Gymnasium and I am using the Baden-Württemberg edition. So if you want to read along, open your books at page 144. That's where the grammar is. And you will also need your table of irregular verbs at page 246. As always, it is a good idea to pause the video in between and do the exercises in the video description. And when you do the exercises well, you can move on to the next part. This is a long video, so maybe don't watch it all at once. Make pauses and do the exercises in between. Das ist ein sehr langes Video, also vielleicht nicht alles auf einmal schauen. Macht zwischendurch immer nach den Kapiteln die Übungen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und nur wenn die gut funktionieren, ist es auch schlau und ratsam, zu den nächsten Abschnitten zu gehen. In this video, you will learn about a few things. One, of course, is what is the simple past. You will learn about signal words. You learn how to create the simple past. And, of course, how to make positive statements, how to make questions and short answers, and how to make negative statements in the simple past. So what is the simple past? Well, as the name says, it is a simple form of the past. You also say die einfache Form der Vergangenheit in German. We use it to talk about finished events in the past, also Ereignisse in der Vergangenheit, die abgeschlossen sind, die sich nicht stark auf die Gegenwart auswirken und die nicht noch andauern. You'll find it in reports and stories. Eine Besonderheit ist, dass man im Deutschen für das Simple Past das Präteritum oder das Perfekt verwenden kann. Wenn man übersetzt, ist also beides möglich. For example, last year we raised a lot of money can be translated as letztes Jahr sammelten wir viel Geld or letztes Jahr haben wir viel Geld gesammelt. Both are okay, both are correct. Der erste Satz ist ein bisschen ähnlicher wie das Simple Past, wie man sehen kann, und der zweite Satz ist unser deutsches Perfekt, haben gesammelt. Das sieht ein bisschen anders aus, aber ist von der Bedeutung her, von der Besetzung her ebenso okay. Some signal words that help you to know when to use the simple past are last year, last month, last week, yesterday, in 2012, 2 years ago, on September the 4th or the 4th of September. Das sind alles Wörter, die auf bestimmte Punkte und Momente in der Vergangenheit verweisen. Das ist immer ganz klar zu sagen, wann war dieses Event, wann war dieses Ereignis, und die sind eben, wie gesagt, meistens abgeschlossen. Wenn ihr euch die einprägt, dann könnt ihr erstens immer wissen, wann ihr das Simple Past benutzen sollt, wenn es in einem Satz auftaucht, zum Beispiel dieses Signalwort. Und es hilft euch auch ganz konkret bei den Aufgaben, die ich diese Woche in den WPA reingegeben habe. Die Aufgaben im Test 3 haben genau damit zu tun. Da müsst ihr zuerst die Signalwörter sortieren, Present Perfect und Simple Past. Jetzt habt ihr sie hier nochmal zusammen und anschließend anwenden. If you want, there's an exercise in the video description just to practice the signal words. So, how do we create the simple past? Wie bilden wir diese Form? The good news is all the forms are the same. Alle Personen sind gleich. You don't have to memorize anything special. He, she, it. Es ist egal. The regular verbs are very simple. You just use the basic form and you add ed. So, for example, the word to play turns into played. Careful, you don't say the E, you just say played. Play, played. But then, bad news, there are some irregular verbs. You already know those. And with those, you just have to study, study and study. Die unregelmäßigen Verben müsst ihr leider einfach auswendig lernen, da kann man nicht viel machen. Die sind ein bisschen wie das Einmaleins. Sie sind nicht immer logisch, ihr müsst sie einfach sofort parat haben. Ich habe euch dafür ein Lernset erstellt auf Quizlet. Den Link dazu schicke ich euch auch in die Description rein, in die Beschreibung. Ruft es auf, es sind jetzt für dieses Jahr läppische 60 Wörter nur. Die müssen einfach wie im Schlaf funktionieren. So, study your irregular verbs, please. Even with the regular verbs, you have to be careful sometimes with the spelling. When there is a silent E at the end of the verb, you don't add an extra E. For example, the verb like. There you just add D, liked, and then you don't even hear the E. It's just to like, and it becomes liked. When there's a single consonant at the end, ein einfacher Konsonant, it gets doubled. Dann wird er verdoppelt. For example, the word to plan turns into planned.
And again, you don't hear the E, so repeat after me, planned. When there's a Y after a consonant at the end, it becomes I, so to try turns into tried. Now the basic idea whenever you learn a new tense is always, how do I make any normal sentences, positive statements? Wie macht man überhaupt Aussagesätze? Damit ist es immer gut anzufangen, weil davon kann man den Rest nämlich dann herleiten. The good news, there's nothing special about our Straßenverkehrsordnung. It stays the same. Subject, verb, object. You have a signal word either at the beginning or at the end of the sentence, but apart from that it's the same. So for example, I could say, last weekend Jane walked to the Neckar. So we have SVO, I just turned to walk, into the simple past version, which is walked. Again, you don't hear the E, you say walked. Or I could say, Omar made a TikTok video yesterday. Now the signal word is at the end, and I had to look up to make. To make is irregular, the simple past version is made. Okay, now some exercises for you. I will give you a few words. Try to make a sentence in the simple past and think of the rules that we just discussed. You can also have your book open and take a sneak peek if you want. That's also fine. So the words are yesterday, James, to learn, 10 new words. There's nothing special, just make the simple past form of to learn. Think of the capital letter at the beginning of the sentence. Don't forget the period at the end of the sentence. Pause the video now, write down your sentence. And here is the solution. Yesterday, James learned 10 new words. Alright, check your solution, compare, and correct any mistakes. The next one is 3 weeks ago, Marcus to study hard for math. Think of the rule for words with a Y at the end. Denk nochmal an die Ausnahmeregel beim Schreiben, wenn da ein Y am Ende stand. Was macht man nochmal mit diesem Y? Pause the video. Here's the solution. 3 weeks ago, Marcus studied hard for math. Das Komma nach dem ago könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Das ist mir rausgerutscht, also das ist eine Angewohnheit. Das ist dann immer deutlicher. Ich benutze es sehr gerne, aber es ist kein Fehler, wenn ihr es weglasst. Schaut nochmal, ob ihr am Anfang auch groß geschrieben habt, ob der Punkt am Ende da ist, ob ihr Mathe groß geschrieben habt, das ist ja ein Eigenname. Und studied ist zwar regelmäßig, aber weil es eben auf einem Y endet, wird hier das Y zum I und ed wird hinten dran gehängt. The last one, the words are last night, the neighbors, to clap for doctors. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, bei mir klatschen die Nachbarn immer um 9 Uhr abends für alle medizinischen Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen dieser Tage. Ich klatsche gerne mit. Natürlich geht es nicht nur um die Ärzte, es geht ja auch um Krankenschwestern und um Pflegekräfte. So, try to make the sentence. Don't forget that clap ends in a consonant, a single consonant. Remember what happens to single consonants. And here is the solution. Last night the neighbors clapped for doctors. Alright, one last example, now with an irregular verb. Pause the video, write down your sentence, because here's the solution. Last year, Mr. Weiss ran a marathon. Of course, that's bullshit. I never ran a marathon. But a teacher can dream, right? Okay, you can find an exercise for this in the video description, so now would be a good point to pause the video or stop entirely. Do the exercise about positive statements first. And when you finish, when it's all good, you can continue with the next section. Hier wäre es gut, das Video anzuhalten, vielleicht auch ganz zu stoppen. Erst einmal öffnet den Link über Aussagesätze im Simple Past, macht die Übung dort in der Videobeschreibung erstmal fertig und wenn die gut läuft, ist es sinnvoll weiterzumachen. Next up are questions and short answers. The good news, we ask questions in the Simple Past just like in the Simple Present with a form of do. Ihr müsst euch also nichts Neues einprägen, ihr müsst es nur übertragen. In der Gegenwart, im Simple Present, machen wir das ja auch einfach nur mit do. For example, in the Simple Present, do you go shopping every day? And then the short answer is yes, comma, I do. And now you just have to turn do into the past form, which I hope you know all is did. So the sentence in the Simple Past goes, did you go shopping last week? And the short answer is yes, I did.
schaut nochmal, dass ihr bei der Kurzantwort das Do vom Anfang des Satzes einfach hinten dran nochmal wiederholt. Ebenso in der Vergangenheit, did wird am Ende auch nochmal wiederholt. Das habe ich schön hervorgehoben hier. Das ist also gar nichts zum Nachdenken. Da müsst ihr einfach nur wissen, ach, das kommt ja dahin. Man muss nichts verändern. So the only exception for questions is when the sentence has a form of be as the main verb. In the simple present, it's the same. Is the teacher at school right now? No, he isn't. Also hier benutzen wir nicht eine Form von do, weil be, also is in dem Fall, ist ja schon im Satz. Das ist das Hauptverb. Wir können also nicht noch ein anderes Hilfsverb mit reinnehmen, was dann sich damit streiten würde, sondern es bleibt einfach da. Is the teacher at school right now? Kein do. Und die Antwort, no, he isn't. Das not wird mit dem is zusammengehängt. So the same thing for the simple past. Now we only change the form of to be into the past, and I hope you all know the form of to be in the past. It's was or were. Was for singular and were for you and plural. So the question is, was the teacher at school yesterday? No, she wasn't. Question words just go to the beginning of the sentence. It's pretty simple. The rest stays the same. So you say, for example, when did you go shopping? Oh, I don't know, I went shopping at 9 o'clock. Or where was the teacher at 9 a.m.? Oh, the teacher was at home because schools are closed. Okay, now you have everything you need to know to make your own sentences. Here's an example sentence. Please make a yes or no question about this sentence and then make a short answer that is positive. Vielleicht noch kurz auf Deutsch. Also hier ist ein Beispielsatz. Aus diesem Satz sollt ihr eine Frage ableiten, nämlich eine Ja-Nein-Frage und danach eine Kurzantwort bilden. Wem es schon klar ist, was er machen soll, kann hier Pause machen. Wer noch mehr Hilfe braucht, ich erkläre es nochmal ganz kurz genauer. Also hier heißt der Satz ja, Erkam spielte gestern Computerspiele. Und jetzt sollen wir daraus eine Ja-Nein-Frage bilden. Könnt ihr kurz auf Deutsch überlegen, ob ihr die Ja-Nein-Frage herleiten könnt. Die würde nämlich heißen, hat Erkam gestern Videospiele gespielt oder spielte Erkam gestern Videospiele? Und dazu eine Kurzantwort, die nämlich positiv sein soll, ja, hat er. So, remember what to do. We need a form of to do in the beginning. And here's the solution. Did Erkam play video games? Yes, he did. Okay, so the form of do now is in the simple past, and we use it again in the answer. Here's another sentence. The dog was a good boy this morning. And you're supposed, again, to make a yes or no question and answer with a short answer, and the short answer should be negative. Don't forget there's was in the sentence. That's a form of be, so you cannot use did. You have to use was. Pause the video, because here's the solution. Was the dog a good boy? No, he wasn't. Der Hund hat sich nicht benommen heute Morgen. Er hat alle Kekse aufgegessen. Or something like that. And then the last one, there's a sentence. I bought a new bike last week and your job is to ask for the object. Jetzt müsst ihr also ein Fragewort benutzen. Das haben wir vorhin auch gesehen, wie das geht. Ihr könnt hier schon Pause machen und den Satz schreiben. Wenn ihr noch Hilfe braucht, hört weiter zu. Wir brauchen also ein Fragewort nach dem Objekt. Wie fragen wir in dem Satz denn nach dem New Bike? Richtig mit was und auf Englisch heißt das what. Fragewörter kommen an den Anfang des Satzes und danach geht der Satz einfach nur so weiter, als wäre es eine Ja-Nein-Frage. So the answer coming up is, what did you buy last week? And the answer is, I bought a new bike, of course. Because I think bike shops are open again. That's good news. Oh, and one last thing. When you ask for the subject, you can't use did. In this case, the verb stays in the simple past. Wenn ihr also nach dem Subjekt fragt, dann fällt das did weg und dann bleibt das Verb einfach im simple past, so wie es vorher auch war. As an example, the sentence would be, never phoned the police. And if you want to make a question out of this, you have to keep phoned as it is and ask who phoned the police. No did, no was. The same with this question, what happened on September 4th? Because what asks for the subject. Das sind aber nur Sonderfälle, die werden jetzt erstmal in den Übungen nicht auftauchen, das heißt, die müssen wir jetzt nicht besonders üben. But you can again do fantastic exercises that are in the video description. Also wenn ihr jetzt
schon sehr sicher seid, könnt ihr gerne weiterschauen. Ansonsten wäre es sinnvoll, ihr schaut euch erstmal in der Videobeschreibung die Übungen an, die Links zu den Übungen zu Fragen und Kurzantworten. Macht die fertig und erst wenn ihr das Gefühl habt, ich habe es verstanden, ist es sinnvoll weiterzumachen. So, next one, we have negative statements, also Verneinungen. Good news again. You make them just like in the simple present. You negate do, not the verb. So if your sentence is John goes to school, the negation, the negative statement is John doesn't go to school in the simple present. And the simple past does the same thing. John went to school. It turns into John didn't go to school. Careful, when the verb is do, we need a second do. Wir müssen also zweimal do hinschreiben. So an example would be the sentence, he did judo on Friday, also Judo, den Sport. And it turns into, he didn't do judo on Friday. Also wir haben didn't und wir haben do. The only exception, die einzige Ausnahme, nochmal wie eigentlich auch vorher, sentences with a form of be as the main verb negate be. Also da haben wir kein do, da wird das be verneint. Example, the man was young turns into the man wasn't young. So, again, a few exercises for you. This is a sentence in the positive form. Try to negate this sentence. You can pause the video and write it down. And if you have more questions, I can tell you a few more hints. So, don't forget that you have to use the simple past form of did. Negate it, so didn't. And then looked turns back into the basic form, so it becomes the shoes didn't look nice. The next one is I was happy this morning. Try to negate this sentence. Pause the video, write down your answer, and here's the solution. I wasn't happy this morning. Also hier war ja was das Hauptverb, also darf man da kein didn't reinfügen, ne? Da wird das Hauptverb, das was wird dann in dem Fall verneint. Again, you can find exercises about this in the video description just for negative statements. So today you learned what the simple past is. You learned when we use it. You learned about singular words. You learned about positive statements and negative statements, as well as questions and short answers. If you want to test yourself, try all the links in the video description. And the last one is the hardest. Also wenn ihr nochmal euch testen wollt, unbedingt alle diese Links ausprobieren in der Videobeschreibung. Der letzte Link ist der schwerste, weil der fasst nochmal alle Regeln zusammen. Der fasst im Prinzip das ganze Video hier zusammen. Damit könnt ihr super überprüfen, ob ihr alles verstanden habt. And if you have any questions, dear class G6, feel free to always just write me on Schulcloud. And for everybody else out there in the internet, I hope this helped. Leave a comment if you want to. I'm happy to hear from you. I'll try to answer everything that I read. Stay healthy, stay home, stay safe. Goodbye and see you next time.